Man hat uns eine Geschichte erzählt, eine Art Lebensplan, eingraviert in unsere Kultur wie ein heiliges Gesetz. Die Geschichte lautet: Arbeite hart, 40 Stunden die Woche, 50 Wochen im Jahr, 45 Jahre lang. Klettere die Karriereleiter hoch, maximiere dein Einkommen, spare jeden Cent. Ertrage das künstliche, flackernde Licht deines Büros, das leise Summen der Klimaanlage, die den Geruch von abgestandenem Kaffee und stillem Stress verbreitet. Ertrage den grauen Nieselregen auf dem Asphalt auf dem Weg zur Arbeit, die endlosen Meetings in seelenlosen Besprechungszimmern, die deine Lebenszeit stehlen, Minute für Minute. Opfere deine Jugend, deine Energie, deine besten, vitalsten Jahre auf dem Altar der Karriere. Stapele dein Geld auf einem Konto für eine ferne, neblige Zukunft. Und dann, eines Tages, wenn dein Rücken schmerzt und dein Haar ergraut ist, dann darfst du dich auf einen Ruhestand am Strand freuen, wenn du Glück hast. Dieser Plan ist der größte Betrug, der je einer Generation verkauft wurde. Er ist ein Vertrag, der mit der Währung deiner Lebenszeit bezahlt wird, für ein Versprechen, das vielleicht niemals eingelöst wird. Aber ich bin hier, um dir zu sagen, diese Ära ist vorbei. Die Revolution des digitalen Lebens, des ortsunabhängigen Arbeitens, hat diesen alten, staubigen Vertrag in der Mitte zerrissen. Der Strand ist nicht mehr die Belohnung am Ende eines Lebens voller Kompromisse. Er ist das Spielfeld, das Büro, das Hauptquartier für diejenigen, die klug und mutig genug sind, ihr Leben jetzt zu leben, in all seiner sonnengetränkten, salzigen Pracht. Eine Liste wie die der 10 besten Strände der Welt von TripAdvisor für 2025 ist also kein einfacher Urlaubsratgeber mehr. Für uns, für die digitalen Nomaden, Perpetual Travelers, die Unternehmer, die Investoren, ist sie eine Speisekarte der Möglichkeiten. Eine Landkarte für ein neues Leben. Jeder dieser Orte ist ein potenzielles Manifest. Ein Ort, an dem du deinen Laptop aufklappen und dein Imperium aufbauen kannst, mit dem Rhythmus der Wellen als Soundtrack. Also lass uns diese Reise machen, aber mit anderen Augen. Vergiss den 2-Wochen-Touristen. Denken wir wie Pioniere und beginnen wir unseren Countdown. Auf Platz 10 der Liste finden wir einen Ort von purer filmreifer Dramatik. Myrtos Beach auf der Insel Kefalonia in Griechenland. Stell dir ein natürliches Amphitheater vor. Steile, weiße Klippen stürzen hunderte Meter tief in ein Meer, dessen Farbe fast unmöglich erscheint. Ein tiefes, leuchtendes Kobaltblau, das durch die weißen Kieselsteine am Grund noch intensiviert wird. Dies ist kein Ort für alltägliche Aufgaben. Dies ist der Ort, an den du dich für die großen, strategischen Entscheidungen zurückziehst. Nach einem erfrischenden morgendlichen Bad in diesem kristallklaren Wasser findest du eine kleine Taverne, die sich an die Klippe über dem Strand schmiegt. Du klappst deinen Laptop auf, der Wind trägt den Duft von wildem Oregano herüber und mit dieser epischen, Göttern würdigen Kulisse vor Augen entwirfst du die kühnste Geschäftsstrategie deines Lebens. Wir klettern die Liste hinauf zu Platz 9. Kelingking Beach auf der Insel Nusa Penida in Indonesien. Lass uns ehrlich sein, dies ist nicht dein Büro, dies ist dein Warum. Dies ist die rohe, ungezähmte Schönheit, für die du arbeitest, um die Freiheit zu haben, sie zu erleben. Nachdem du eine Woche lang von deiner Villa auf Bali aus Deals abgeschlossen und Projekte geleitet hast, machst du die Pilgerreise hierher. Der teilweise furchteinflößende Abstieg über die in den Fels gehauenen Stufen ist eine Metapher für den unternehmerischen Kampf. Aber wenn du unten im Sand stehst, allein mit dem Brüllen des Ozeans, umgeben von diesen monumentalen Felsen, dann lädst du deine Seele wieder auf. Du erinnerst dich daran, was wahrer Reichtum ist. Nicht die Zahl auf deinem Konto, sondern der Reichtum an Erlebnissen, die dir den Atem rauben. Auf Platz 8 haben wir Playa de Muro auf der Insel Mallorca in Spanien. Nach der rohen Gewalt von Kelingking ist dies die reinste Form von cleverer Lebensgestaltung. Stell dir einen Strand vor, der sich über Kilometer in sanften Bögen erstreckt, gesäumt von Sanddünen. Das Wasser ist hier so flach und ruhig, dass es perfekt für Familien ist. Das stabile WLAN aus dem nahegelegenen Beach Club ist deine Verbindung zum globalen Marktplatz. Aber das sanfte Plätschern, wo deine Kinder spielen, ist dein Anker zu dem, was wirklich zählt. Dies ist die ultimative europäische Basis für den familienorientierten Unternehmer.
Ein Ort, an dem du nicht zwischen einem erfolgreichen Geschäft und einer glücklichen Kindheit für deine Kinder wählen musst. Hier hast du beides. Die Nummer 7 führt uns in die Karibik, nach Punta Cana in der Dominikanischen Republik zum Bavaro Beach. Dieser Ort ist Effizienz im Paradies. Stell dir vor, du wachst auf und das Erste, was du siehst, sind Hunderte von Palmen, die sich sanft im Wind wiegen vor einem Meer, das in allen Schattierungen von Türkis leuchtet. Die Infrastruktur der umliegenden Resorts ist makellos. Du beendest eine hochkarätige Videokonferenz in deiner klimatisierten Suite und 60 Sekunden später bestellst du einen Cocktail an der Strandbar und knüpfst Kontakte mit anderen Leistungsträgern, die ebenfalls die Kunst gemeistert haben, Arbeit und Paradies zu verbinden. Dies ist der Plug-and-Play-Traum für jeden, der ohne Reibungsverluste aus der Ferne arbeiten will. Auf Platz 6 betreten wir einen Ort der Kontraste und der Zeitreise. Playa Varadero in Varadero, Kuba. Auf den ersten Blick siehst du die Postkarte. 20 Kilometer puderweißer Sand, das Meer so ruhig wie ein See, perfekt für eine Katamaran-Tour nach einem anstrengenden Vormittag. Aber dieser Ort bietet mehr. Für den Schriftsteller, den Künstler, den Strategen, der sich abkoppeln muss, um wirklich innovativ zu sein, ist Varadero die Antwort. Es gibt hier keine endlosen Zoom-Anrufe. Es gibt nur den endlosen Sand, die Geschichte und die Zeit, den Geist schweifen zu lassen und die Probleme zu lösen, die ein überfüllter Posteingang niemals lösen könnte. Die Nummer 5 bringt uns zurück nach Europa, an die Algarve in Portugal. Praia da Falesia. Stell dir vor, du stehst oben auf den Klippen. Die Luft ist kühl vom Atlantik. Unter dir bricht das Meer in weißen Schaumkronen. Vor dir leuchten die Felsen in tiefem Ocker, rot und orange, gekrönt von dunkelgrünen Pinien. Du atmest tief durch, riechst das Salz und das Harz der Bäume, bevor du die langen Holztreppen hinabsteigst auf einen goldenen Sandstrand, der sich kilometerweit erstreckt. Die Cafés auf den Klippen sind die legendärsten Open-Air-Coworking-Spaces der Welt. Du bist umgeben von Entwicklern aus Berlin, Marketern aus Stockholm und Gründern aus London. Die Kooperationen, die hier bei einem morgendlichen Espresso mit Blick auf den Atlantik beginnen, haben schon Tausende von Startups hervorgebracht. Wir erreichen Platz 4 in den USA, Siesta Beach auf Siesta Key in Florida. Dies ist der amerikanische Traum neu gestaltet. Das Geheimnis hier ist der Sand. Er besteht zu 99% aus reinem Quarz, was 2 magische Effekte hat. Er ist so fein wie Puderzucker und bleibt selbst in der glühenden Mittagssonne erstaunlich kühl. Du bist in derselben Zeitzone wie die Wall Street, aber deine Realität ist dieser seidenweiche Sand. Du kannst morgens einen Deal mit einem Kunden in New York abschließen, mittags eine Kajaktour machen und Seekühe und Delfine beobachten und rechtzeitig zurück sein, um dein Portfolio zu verwalten, während die Sonne über dem Golf von Mexiko untergeht. Die Top 3. Auf Platz 3 erwartet uns wieder die Karibik. Eagle Beach in Oranjestad, Aruba. Stell dir eine Weite aus blendend weißem Sand vor, so breit und endlos, dass selbst an einem belebten Tag das Gefühl von Freiheit überwiegt. Die See ist hier sanft und ruhig, perfekt zum Schwimmen. Eagle Beach ist kein Backpacker-Spot, es ist ein Sitzungssaal mit Meerblick. Die Leute, die du in den Strandlounges triffst, sind nicht nur Touristen. Sie sind andere Investoren, Unternehmer und Führungskräfte, die die gleiche Entscheidung getroffen haben wie du. Erstklassige Geschäfte von einem erstklassigen Ort aus zu tätigen. Auf Platz 2 landen wir in Asien. Banana Beach auf Phuket, Thailand. Dies ist kein Strand, den du zufällig findest. Es ist eine Belohnung. Du hörst das leise Tuckern eines hölzernen Longtail-Bootes, das dich um moosbewachsene Klippen navigiert. Die Luft wird dicker, riecht nach Dschungel, nach Orchideen und feuchter Erde. Dies ist der Ort, an dem du dein Start-up mit einem minimalen Budget gründest. Die niedrigen Lebenshaltungskosten bedeuten, dass dein Kapital lange reicht. Die Gemeinschaft anderer Nomaden bedeutet, dass es dir nie an einem Mitarbeiter oder einer neuen Perspektive mangelt. Dein erster Pitch wird vielleicht in einer Hängematte geschrieben und dein erstes Teammeeting findet um ein Lagerfeuer statt, aber der Ehrgeiz ist weltverändernd. Und schließlich die Nummer 1 der Welt, der Strand, der alle anderen übertroffen hat. Elafonisi Beach auf der Insel Kreta in Griechenland. Schließ noch einmal die Augen.
Stell dir eine Lagune vor, die bei Sonnenaufgang errötet. Der Sand hier ist nicht einfach nur Gold, er ist mit den zermahlenen Fragmenten von Millionen rosa Muscheln durchzogen. Das Wasser ist so klar und flach, dass du hunderte Meter weit gehen kannst. Die Nummer 1 zu erreichen ist nicht nur eine Frage der Schönheit, es ist ein Seinszustand. An einem Ort wie Elafonisi zu arbeiten bedeutet es wirklich geschafft zu haben. Es bedeutet, dass du ein Geschäft oder eine Karriere aufgebaut hast, die so erfolgreich und flexibel ist, dass dein Büro einer der ruhigsten und schönsten Orte der Erde sein kann. Das ist nicht nur ein Strand, es ist ein Symbol für die ultimative Freiheit. Aber bei all diesen unglaublichen Orten fehlt mir persönlich ein Name auf dieser Liste. Ein Ort, der für mich der Maßstab für alle Strände dieser Welt ist. Sansibar. Stell dir vor, du gehst am Strand von Nungwi entlang. Der Sand unter deinen Füßen ist so fein, so weiß, so weich wie Mehl und er quietscht bei jedem Schritt wie frischer Schnee. Hölzerne Daus mit weißen Segeln gleiten lautlos vorbei. Die Luft riecht nicht nur nach Salz, sondern auch nach den Gewürzen der Insel, nach Nelken, Zimt und Kardamom. Am Abend, wenn die Sonne den Himmel in ein flammendes Inferno aus Orange und Violett verwandelt und die Fischer ihre Boote für den Nachtfang vorbereiten, weißt du, das ist kein Ort, das ist pure Magie. Und das bringt uns zum Kern der Sache. Warum zieht es uns so sehr ans Meer? Weil der Strand eine Zeitmaschine ist. Sein rhythmisches Rauschen ist dasselbe Geräusch, das deine Ohren als Kind erfüllte. Das erste große Geheimnis, dem du je begegnet bist. Es ist der Geschmack von Freiheit und Salzwasser auf deiner Haut. Die Erinnerung an Sandburgen, die von der Flut geholt wurden. An die endlose Weite eines Sommertages. Der Strand ist auch der ultimative soziale Klebstoff. Stell dir ein Barbecue vor, das in der Abenddämmerung beginnt. Das Knistern des Feuers, der Duft von gegrilltem Fisch, ein kaltes Bier in der Hand. Während die Sonne im Meer versinkt und den Himmel in Farben malt, für die es keine Namen gibt, fallen die Masken. Die Gespräche werden tiefer, ehrlicher. Und wenn die Nacht hereinbricht und die Milchstraße sich wie ein Diamantenschleier über dem schwarzen Ozean entfaltet, fühlst du eine Verbindung zum Universum, die dir keine Stadt der Welt geben kann. Und natürlich ist der Strand der vielleicht ehrlichste Ort für die Liebe. Er entkleidet uns, buchstäblich und im übertragenen Sinne. Es gibt keine Anzüge, keine Titel, nur zwei Menschen vor der Weite des Ozeans und der Unendlichkeit des Nachthimmels. Das ist das Leben, das auf dich wartet. Es ist kein Traum für in 40 Jahren. Es ist eine Entscheidung, die du heute treffen kannst. Der Strand ist der neue Konferenzraum. Die Hängematte ist der neue Bürostuhl. Eine stabile Internetverbindung ist das Einzige, was zwischen dir und einem Leben steht, in dem Arbeit, Liebe und Spiel keine getrennten Kategorien mehr sind. Vergiss den alten Plan. Die Welt hat sich verändert. Hör auf, für die Rente zu sparen und fang an, für dein Leben zu investieren. Finde deinen Strand. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.